Die Stolz nähern sich inzwischen dem Anwesen der normalen Leute. Auch sie haben sich so ihre Gedanken über die Zahnärzte gemacht. Bei der anderen Familie werde ich darauf achten, wie die halt mit einem umgehen, ob die eher so etepetete hochnäsig sind oder ob die halt wirklich, ich sag mal, auf dem Boden der Tatsachen geblieben sind, auch wenn sie halt viel Geld haben. Ein Teil des Vermögens von Familie Michailidis lagert in Flaschenform im eigenen Weinkeller. Ja, ich muss ganz ehrlich, ich schäme mich gerade so ein bisschen, weil wir hier Champagner für 1.000 Euro rumstehen haben und wir trinken den Scheiß nicht. Ich weiß gar nicht warum. Ja, gut, so eine Flasche Moët Rosé kostet auch über 100 Euro. Das Geld ist mir da egal, es muss mir halt schmecken. Und in dem Fall sind wir halt bei diesem Wein hängen geblieben und der ist auch teuer, der kostet auch Geld. Ich glaube, diese Flasche von den Banjuls, das ist nur ein halber Liter, kostet glaube ich um die 30 Euro oder so. Das ist für einen halben Liter schon okay, finde ich. Mein Mann ist halt mein Mann, ne? Der ist manchmal einfach ein bisschen übertrieben und so ein bisschen, hier bin ich und was kostet die Welt und ja, manchmal ist mir das schon ein bisschen peinlich und dann habe ich so ein bisschen Fremdscham, aber das gehört halt auch dazu und ich liebe ihn ja auch dafür, dass er so ist. Er ist halt auch ein bisschen Entertainer. Es hat so ein bisschen was von Blind Date. Ich hatte noch nie ein Blind Date. Ich bin auch gespannt wegen der Kinder, ob die so ein bisschen zusammenpassen, vielleicht vom Alter her oder halt auch einfach so, dass die ein bisschen was miteinander anfangen können, ein bisschen Spaß haben heute. Ich wünsche mir, dass da ein Mädchen mit dabei ist. Willst du Jungs oder Mädchen? Mädchen. Oh, echt? Ein Mädchen? Oh, ganz wieder. Schönes Häuschen, ne? Sieht echt toll aus. Ja. Interessant. Ich habe meiner Frau versprechen müssen mit dem Anwalt, dass ich mich benehme. Nee, er hält sich sowieso an nichts, von daher brauche ich ihm auch keine Regeln aufstellen. Also jetzt will ich echt wissen, was da für Leute kommen. Sie werden einen vielleicht respektieren auf die Art und Weise, wie man halt ist, so vom Menschlichen her, aber so ganz akzeptieren denke ich nicht, weil es halt doch schon zwei unterschiedliche Klassen sind. Hallo. Hallo. Hallo, kommt rein. Oh, wow, was eine Überraschung. Nathalie? Ela, hallo, schön dich kennenzulernen. Wer bist du? Alina, ich bin Ela. Ich führe euch am besten. Genau. So, die anderen warten schon draußen. Seid ihr Star Wars-Fans? Ja. Stormtrooper, mega, mega toll. Ja, dann seid ihr hier richtig. Wir sind alle totale Star Wars-Fans. Also ich habe sogar Star Wars Parfüm drauf. Ist kein Witz, ja na klar. Ja, sehr cool. Ich glaube, das haben wir auch mal geschenkt bekommen. Mit der restlichen Einrichtung hat Nathalie dagegen ein Problem. Farblich, was bei denen ja halt nicht gerade so ganz ist. Also alles in weiß gehalten. Und das wäre halt nicht so wirklich meins. Ich liebe halt meine Farben an den Wänden. Hallo. Hallo. Nathalie? Hallo, hi, ich bin Milan. Ich habe es mir optisch ehrlich gesagt so vorgestellt. Dieses klassische Klischee, was man dann halt hat, wenn man halt über Hartz IV redet. Witzigerweise habe ich meiner Frau heute Morgen noch gesagt, ich wette, die hat rote Haare. Viele Leute, die wenig Geld haben, färben sich die Haare. Ich weiß nicht, ob das so eine Kompensation oder so, ich habe keine Ahnung, aber es ist auffällig. Warum? Warum? Weil ich einfach Lust hatte auf rote Haare. Ich habe die mir erst vorher gefärbt. Findest du das gut mit roten Haaren? Nee. Weiß ich auch ganz klar. Ich finde die Farbe, find Rot als Haarfarbe fürchterlich. Hier vom ersten Eindruck ist ja erstmal ein sehr schönes Haus, nette Familie. Auch 2 Kinder, genau wie wir. Dafür aber 2 Hunde, wie nur ein. Nein, aber nette Tiere, nette Menschen. Ganz normale Leute, wie jeder andere auch. Setzt euch. Ihr dürft euch überall hinsetzen, nur nicht da. Das ist der Chefplatz. Ich bin da total autistisch. Ich muss immer meinen Platz haben. Ich scheue sogar die Kinder weg. Das ist so, wenn ich meinen Platz nicht habe, dann bin ich irgendwie, weiß ich nicht, dann bin ich komisch. Deswegen, da werden keine Kompromisse gemacht. Genauso wenig wie bei der Weinauswahl des Chefs aus seinem Keller. Das ist gut. Wir stoßen gleich mal an. Moment. Erst einmal verkostet Patrick den französischen Dessertwein aus dem Roussillon, der mit seinen 16% Alkoholgehalt hoffentlich die Zungen löst. Süßwein. Ein bisschen von der Beerenlese. Ist was für meine Frau. Definitiv. Wir mögen nicht diese ultra trockenen Weine. Das ist eine Beerenlese bis
schon fast wie Eiswein. Ich weiß nicht, ich finde ihn sympathisch. Ich komme mit solchen Menschen eigentlich ganz gut klar. Auch natürlich, man denkt sich manchmal so seinen Teil, dass man sagt, oh ja, hätte ich jetzt so nicht gesagt. Aber er ist da ja sehr unbedarft und er haut auch echt alles raus, was er weiß. Und anscheinend weiß er ja auch viel. Vielleicht erwarten die ganz einfach Leute, die nichts in der Rübe haben und genauso viel in der Rübe haben wie im Portemonnaie. Das ist aber weit rausgehauen. Ist das vorher aufgeschrieben oder war das spontan? Nee, das ist mir so eingefallen. Der war gut. Ja, also ich habe das oft erfahren tatsächlich. Also viele aus der gehobeneren Klasse denken immer so, ja, Hartz IV, ne? Ein Leben mit Synapsenlegasthenie oder so. Ist eigentlich schade. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum du ein bisschen so bist, wie du bist. Ne? Du bist ja sehr belehrend und du weißt ja auch wirklich sehr viel. Und ich glaube, so wahrscheinlich innerlich versuchst du auch immer wieder dagegen anzukämpfen. Ne? Du willst quasi den Leuten auch immer unbewusst das Gegenteil beweisen, weil du glaubst, dass sie alle immer diese Vorurteile haben. Also ich habe tierische Hunger, ich habe noch nichts gegessen und ich muss essen, sonst kippe ich um. Dann guten Appetit. Ja. Bitte, bedient euch, fangt an. Nimm dir, Alina. Es ist egal, was du möchtest. Du kannst ein Hähnchen. Genau, guck mal, so Hähnchen ist da. Bist du aufgeregt, dass du nichts essen willst? Isst du Salat? Der ist total lecker. Da ist Lachs drin und Mandarinen. Das ist was ganz Interessantes. Mhm. Mais. Willst du mal probieren? Soll ich dir was drauf machen? Nee? Da sind noch Karotten drin. Das Gefälle arm-reich hat man natürlich vor allem so ein bisschen auch an den Äußerlichkeiten gesehen, die Klamotten. Aber auch vor allem so ein bisschen am Verhalten der Kinder, die waren super eingeschüchtert. Also gerade bei dem Großen habe ich das so ein bisschen gemerkt, der hat sich nicht wirklich getraut, was zu sagen. War, glaube ich, echt beängstigend für ihn. Apropos beängstigend, da war doch noch was. Ich bin heute Morgen mit Zahnschmerzen aufgewacht. Nein, Ja, echt jetzt? Echt jetzt? Ja, gestern Abend auf einmal. Ach so, plötzlich. Okay. Du sitzt ja hier quasi an der Quelle. Ja, aber als ob mein Zahn gesagt hätte, ne? Ich meine, die Praxis ist besetzt, ne? Also, das ist ein Anruf, dann fahre ich die eben rüber. Ist auch so ein geiles Kennenlernen, ne? So mal ganz anders als geplant. Weil die Schmerzen größer sind als die Angst, lässt sich Natalie auf eine Untersuchung ein und Milan in der Praxis schon mal alles vorbereiten. So, wollen wir? Kommst du mit? 2 Sekunden. Wir machen das seit 15 Jahren, machen wir schwerpunktmäßig Angstpatienten. Und deswegen kenne ich alle Ausreden, ich kenne alle Geschichten, ich weiß alles. Dass sich Natalie ihrer Angst vor dem Zahnarzt stellt, ist ein sehr großer Schritt für sie. Ihre Tochter Alina hat inzwischen die anfängliche Scheu überwunden. Jetzt bin ich auch gekommen. Guck mal, du darfst nicht so abgehakt spielen. Guck mal. Mia hat es mit der 2,5 Jahre älteren Alina deutlich einfacher als Ben und Jason, die über 8 Jahre trennen. Wir sind jetzt sozusagen beste Freundinnen. Ja, die Mädels sind sowieso super. Die Mädels sind so, glaube ich. Das kann man von Zahnarzt Milan und Patientin Natalie noch nicht behaupten. So schlimm? Hast du so eine Angst? Oder hast du Schmerzen jetzt? Beides. Beides? Komm, setz dich hier. Ich erkläre das mal. Ich zeig dir mal, was los ist. Im Prinzip ist es relativ schnell gelöst. Aber der Zahn, der wehtut, der ist hinüber. Der ist komplett matsch. Für uns ist es halt immer so, wenn wir so ein Röntgenbild sehen, ist das relativ einfach zu lösen. Der Zahn muss einfach nur raus. Aber nicht heute. Musst dir keine Sorgen machen. Wir lösen das heute ganz geschmeidig. Ich gebe dir ein Antibiotikum und Schmerzmittel, dass du auf jeden Fall erstmal diese Schmerzen wegbekommst. Die Erleichterung steht Natalie ins Gesicht geschrieben. Bei der Zahn-OP würde Milan sie gern schlafen legen, wie er es nennt. Aber es gibt ein Problem. Was keine Krankenkassenleistung ist, in dem Fall die Vollnarkose. Und die Vollnarkose kostet normalerweise um die 500 €. Aber da wir uns jetzt kennen und ich ihr helfen will, machen wir das einfach mal so auf einem kurzen Dienstweg. Natalie scheint gar nicht zu realisieren, dass Milan ihr eben eine Narkose für 511 € geschenkt hat.
Erst einmal ist sie froh, ungeschoren aus der Praxis zu kommen. Wenn man sich schon überwindet, als Angstpatient wirklich dann zum Zahnarzt zu gehen und es dann letzten Endes nur am Finanziellen scheitert, das finde ich halt immer traurig und das tut mir total leid für diese Leute. Deswegen finde ich es super, dass wir jetzt das einfach ermöglichen können. Ja, erster Tag vom Experiment hat sich ein bezahlt gemacht, so nach dem Motto, ne? Nein. Toll, auf meine Kosten. Genau, auf deine Kosten. Eigentlich wollte Milan noch durch die Villa führen, aber Nathalie möchte nur noch nach Hause. Doch schon morgen werden sich die Familien mal den Stolz wiedersehen. Ich hatte ja ganz am Anfang gesagt, dass ich ein bisschen Angst habe, dass er übertreibt. Ja. Nein, ich doch nicht. Aber ich glaube, also er hat sich gerade am Anfang auch recht gut zurückgenommen. Also ich fand ihn super. Ich war total stolz auf ihn, dass er so lieb war und so bescheiden, sage ich einfach mal. Also neidisch bin ich nicht wirklich. Sie haben zwar ein schönes Anwesen und alles, aber meine Wohnung gefällt mir auch. Die Stolz scheinen wenig beeindruckt von der Villa. Was werden die Michalides zur Wohnung der Hartz-IV-Familie sagen? Und vor allem, wie reagieren die Gesundheitsapostel auf das, was da morgen auf dem Grill landet? Der nächste Tag beginnt bei den Michalides wie immer mit einem kleinen Ritual. Nein, du hältst das. Ich halte das, du hältst das. Du musst von hinten drücken, Ben. Morgens putzt Ela, am Abend Milan. Aber auch in einer Zahnarztfamilie gibt es Kariesprobleme. Er hat leider ein ganz kleines Loch, weil er ein Vielfraß ist. Und wir da mit dem Zähneputzen nicht hinterherkommen. Hat die Mama schon mal gebohrt? Bei dir? Aber wir sagen nicht das Wort bohren bei den Kindern. Entschuldigung. Wir benutzen einen Bagger für die Zähne und bagern den Zahn sauber, ne? Mit sauberen Zähnen und gemischten Gefühlen geht es gleich zum Gegenbesuch bei Familie Stoll. Ja, Vermutung, dass sie halt sehr klein hausen, also vielleicht gar nicht so viel Platz haben. Häufig denkt man ja auch, dass die Kinder sich zum Beispiel ein Zimmer teilen müssen, weil halt auch nicht genügend Platz da ist. Elas Ehemann Milan hat da ganz andere Befürchtungen. Ratten in der Wohnung, das wäre natürlich ein No-Go. Aber davon gehe ich, das haben wir nicht aus. Die Leute sahen ja einigermaßen gepflegt aus. Deswegen, nee, ich würde mal schätzen, ich glaube, 80% der Deutschen wohnen in einer Wohnung mit orangenem Wänden und blauem Sofa. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, ob mich das auch trifft. Ehe es losgeht, hat Haushälterin Moni noch eine Idee. Ich habe gestern mit Jason gesprochen. Wie sieht's aus mit Computer? Weil mein Sohn das auch immer früher gemacht hat. Da ich, ja, ab und zu mal. Aber meiner ist kaputt. Da habe ich gedacht, ja, das geht ja nicht. Ich habe noch eine Bitte. Können Sie das den Jason geben? Oh, was ist das denn? Das ist mein altes Laptop. Ich habe 3 Stück zu Hause. Ich brauche den wirklich nicht mehr. Das ist super, ne? Ja, cool. Ja. Packe ich eben ein. Während sich die Michalides auf den Weg ins knapp 80 Kilometer entfernte Bremerhaven machen, bereiten die Stolz das Grillfest vor. Eine echte Herausforderung, denn Milan und Ela essen keine Kohlenhydrate und mögen auch kein Fett. Sowas wie kohlenhydratarme Nahrung und so ein Kram, alles. Keine Kartoffeln, kein Reis, keine Nudeln. All sowas nicht. Das könnten wir uns überhaupt gar nicht leisten. Das ist ganz klar, ne? Wenn man so ein Eiweißbrot sieht, das kostet das Doppelte fast. Beim Hackfleisch für die Buletten haben die Stolz tiefer als sonst in die Tasche gegriffen und es nicht im Supermarkt, sondern beim Metzger gekauft. Das ist ein Hackfleisch aus Lamm und Rind. Das hier kostet 6 € das Kilo. Das ist was, das kann man sich auch gar nicht oft leisten, weil das hat einen anderen Preis, als wenn man sich was einfach Schweinehack holen würde oder so. Ne? Von daher muss man da einfach sagen, das kann man sich nicht oft leisten. 30 € haben die Stolz für das Fleisch bezahlt. Dazu die Getränke. Das ist mehr als die Hälfte des Wochenbudgets für Lebensmittel. Hey, komm mal rein. Hi, na? Schön, euch zu sehen. Einen wunderschönen Tag. Na? Hast du deine Tabletten genommen? Ja. Alle? 3-mal täglich? Ja. Okay, super. Ja. Wo dürfen wir hin? Wo dürfen wir? Einmal da ins Wohnzimmer rein. Einen wunderschönen Tag. Hallo. Ja, das ist unser Wohn-Essbereich im Endeffekt. Okay. Cool.